So, das nächste Indie-Game. Ich habe mich gerade schon mit dem Titel lustig gemacht. Naheulbeuks Dungeon Master. Es geht, glaube ich, in die Richtung wie Dungeon Keeper oder so. Bin trotzdem gespannt. Gerade eben gab es Resident Evil für Arme bei Wish bestellt. Kann man sich auf meinem Hauptkanal gerne angucken. Ich werde es hochgeladen haben, aber das Einzige, was gruselig war, war die Programmierung. Jetzt das nächste Game. Und ich glaube, es geht so in die Richtung Dungeon Keeper oder War for the Overworld oder Overworld oder so. Da gab es ja auch so ein paar Nachfolger. Dungeons, glaube ich, gab es auch noch oder so. Da gab es so ein paar Dungeon Keeper Nachfolger, aber EA hat ja die Lizenz mehr oder weniger versanden lassen in so einem viel zu überteuerten Indie-Game, was ja auch grottig war. Nicht Indie-Game, Handy-Game. So, und hier zumindest schon mal Welcome to the Demo. Welcome to our new steward. Your mission is to obey my orders and to satisfy my needs on the spot. The trial period is short. There is no summer internship for primly faced students. It's a real evil dungeon. And now back to work. Zadgar Master. Okay, das ist Zadgar Master. Aber wer ist dann Naheulbeuks? I don't know. Wir machen erstmal den Ton. Ach, Quality hoch. Das ist offensichtlich französische Entwickler. Okay, es ist selbst bei General Volume 20 noch relativ laut. Erst bei 15 wird's halbwegs erträglich. So, wir spielen weiter. Ich sehe, was ihr im Chat schreibt. Sorry, Psychos. Du wolltest ja gerne Französisch. Ich kann kein Französisch. Ich muss es auf Englisch machen. Und die meisten können dann Englisch, deswegen. Nimm's mir nicht übel, aber es ist immer noch so laut. Radio soll wohl die Musik sein. Machen hier mal ein bisschen runter. Also, das ist nicht das erste Spiel, was grundsätzlich viel zu laut ist. Ne? Please note that Dungeon of Naheulbeuks demo does not have a save feature. Okay, das Huhn ist schon mal witzig. Okay. For decades, the dungeon of Naheulbeuk has been one of the crown jewels of the lands of Fang. Huh, that's funny. I never heard of it when I was studying for my Bitter Warlock Sidekick certification. Public relations are tough for independent dungeons. Oh, aren't you affiliated with the Dungeons Fund? With those unscrupulous parasites? Never. But we do have the most insidious traps, the most cunning guards, the most dreadful monsters, and the most remarkable treasures. How delightful. May I look around? No, we've been renovating. The paint's still wet. Ah, too bad. Despite our reputation being well established, I've decided that this dungeon needs to take things to the... Die nennen das Dungeon, aber für mich ist es halt eher eine Burg oder ein Turm, ne? Yes, the ad made that very clear. And I need more time for my magical research. Certainly. So, about my compensation, Well, let's not quibble over trifles. I'm aligned with industry norms. Not to mention, there's the gratification of joining a renowned wizard. Yes, of course. May I meet the other members of the team? Gibt niemanden. Well, actually, not today. They're attending a seminar for process improvement. You know what I mean. Niemand da, ne? Process?
Ach, du meinst auch, dass das so heißt, ne? Ah, okay, das Festung Dungeon ist. Das könnte sein. The clock is ticking, and you're not the only applicant. What's your decision? This is a once-in-a-lifetime offer. Mhm. I'm interested. Not like I have a choice anyway. No one's hiring half goblins. There's too much discrimination in this sector. All right, I'm in. Perfect, perfect. You made the right choice. And now, Yes? get to work, you wretch! I don't pay people to stand around. Yes, master. All right, let's see. Where is the dungeon staff? What state are the premises in? I'll have a look around the property. I wonder if signing this contract was such a good idea. Okay, das ist quasi unser Master. Das ist er. Wir müssen einmal drehen, ne? So, welcome to Dungeon of Naheulbeuks. Ihr wisst, the dungeon has been in a poor state for too long. Your mission is to restore it. In our words, make it profitable. Aber wir müssen also gucken, dass wir hier Geld verdienen, ne? As you can see, the reputation is currently at 1, which is really bad. Your goal is to improve it and make it the most fun and attractive dungeon in the land of fun. Also, wir müssen das Ding ausbauen und wieder gucken, dass mehr Leute kommen. So wird es sein. Also, select der hier, oder was? The Master. Da. I am the master. Okay, also er darf nicht sterben. Oder er darf nicht sauer werden oder so. Must have been the wind. So, und was sollen wir tun? Select a Minion. Wir haben doch nicht einen einzigen Minion. Doch da. Minion Info. Minions have an origin human with a profession cook at rank 8. Okay, we covered it later. Minion gains experience by working. Also sie kriegen Erfahrung, wenn sie arbeiten. Je höher der Rang, desto effektiver sind sie. Dann lasst ihr oft okay, und sie tun weniger Fehler verursachen oder tun weniger bei der Aufgabe Fehler machen. So, 10-day periods and wages. Land of fine up to 10-day week. Okay, es gibt ja also die 10-Tages-Woche. Das würde, glaube ich, dem einen oder anderen Arbeitgeber auch sehr gefallen. Uns natürlich nicht als Arbeitnehmer. Every 10 week or minutes received, genau, also sie kriegen ihr Geld alle 10 Tage. Das ist das Leben und wie gut sie drauf sind. Dann muss sie gucken, dass sie sich freuen. Und hier kriegt man noch ein bisschen Textinfo. Master, if I may, isn't it a bit strange for an evil dungeon to have its tavern open to the public? Ah, yes. Well, it's a convenient way to make some money. But I'm not very good at managing it. I see. Well, it could prove to be useful. So, have you finished your little tour? You must be in awe of the grandeur of this Also, place. ich finde die Grafik gut und ich finde, wie man angeführt wird, so ein bisschen Tutorial, finde ich auch gut gemacht. Von den Spielen, die wir bisher heute Abend gespielt haben, ist das hochwertigste bisher, finde ich. Yes, well, this dungeon is rather unique, that's for sure. But, say, how often do you come by the staff area? Never. I'm a warlock, not a stable boy. All right, that's enough talk. We'll never be able to retain our staff with such rundown premises, Master. I have no money to spend on a luxury lounge for my lazy servants. Oh, but it's a matter of standards. Take the Temple of Wismo, for example. They have 18 toilets just for the servants. What? Those frauds. Well, do what you must, but don't go overboard. We're not running a hotel. Let's see. We won't get anywhere without bathrooms, for starters. Chamber pots and manure heaps are so last century. Alles klar, Traum, ne? Wenn du einschläfst, wenn du dabei warst, schlaf gut, du bis zum nächsten Mal. Sonntag gibt es Sonntagspiraten. So, let's build and choose a room. Okay, also, wir müssen jetzt was bauen. Shower Room.
Also erstmal müssen wir wahrscheinlich die Fläche des Raums festlegen. Weiß nicht. Mal da hinten eine kleine Dusche, oder? Und wir müssen eine Tür festlegen. Ah, die Latrine, klar. Das Klo, wie können wir es drehen? R. Furniture. Time can be stopped. Auch animationstechnisch. Braucht sie es nicht verstecken bisher. Das ist doch ganz nett gemacht. Und vielleicht ein bisschen groß. Das Klo für 2 Toiletten. Der Bühne. Perfect. We now have a decent bathroom. Now, dormitories with beds. I don't pay you to nap. Speaking of payment, Later. Super busy, magical research and all that. I think I'll have to put a little slush fund aside. Das war mein Fehler. Ach so, ich hätte das... Nee, oder? Geht das? Nee, geht nicht. Haben wir die Bauarbeiter? Gut, müssen nur da Wände gebaut werden, wo keine sind. Bin schön möbliert. Mit so Sterne. Master, the living quarters improvements are complete. Not bad, but very expensive. We'll have to find some more money. If I'd wanted to go bankrupt, I'd have hired an interior designer. I hear you, but given the state of the dungeon, I'm not sure how we could defeat a party of adventurers, even beginners. If we're not up to snuff, it'll be your fault, entirely. But I just got here and, well, I do serve an evil wizard, not a charity. Hm. We have to develop this tavern to bring in some income. Ja, und wie? Wie können wir mit dem Geld machen? The old tavern keeper is gone. Yet another ungrateful coward. I'm not dealing with this anymore. I've got better things to do. I must focus on my magical research and developing my management skills. I can handle it. So let's see. We need tables for customers, equipment for serving food and drinks. In the meantime, I shall subscribe to a few periodical publications about evil dungeon management. We need to get this up to date. I wonder if he knows what he is doing. Don't you overspend. We want to extort gold from the poor, not waste our money on furniture for drunkards. Select the tavern. Ja. Hm? Also ich find's gut. Ich find's wirklich gut. Ich finde die Grafik gut. Ich finde das Interface gut. Ich finde, wie man rangeführt wird, gut. Das Ding ist halt, wir werden jetzt noch ein klein bisschen weiterspielen, aber warum noch mehr Zeit in dieses Spiel zu investieren, wenn es A nur eine Demo ist und ich B eigentlich schon überzeugt bin?
Ja? Also es ist bei diesem Steam Next Fest bei mir immer so, entweder bin ich überzeugt und ich find's gut, und dann spiele ich es nicht weiter, weil ich spiele es dann zum Release oder halb auf jeden Fall auf dem Schirm für den Release. Oder das Spiel ist einfach doof, mir gefällt es nicht. Dann spiele ich es auch nur ganz kurz, weil warum weiterspielen, ne? So, wir müssen die Taverne attraktiver machen. Number of customers depends on the size of the tavern and number of seats. Ja, also wir brauchen mehr, wir können den Raum hier jetzt editieren. Ah ja, und wir brauchen natürlich mehr Sitzmöglichkeiten. Das ist noch, wir können noch nicht mehr Barrels, wir können eine simple Bar, aber die haben wir ja schon. Also es geht um weitere Tische. Können wir es mit R nicht drehen? Doch. So. Schalten wir ein bisschen schneller auf. Also man merkt, das Spiel macht schon einen recht runden Eindruck. Wer weiß, wie viel noch hier zu machen ist. Aber... There. Table and sideboard. This should be enough to lure in a few dupes. I hired an evil dungeon steward, not a lunch lady. Indeed, master. But we need some revenue. Look, all these customers should earn us some gold. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich hab gesehen, dass wir bewertet werden. Aber... Dass da TripAdvisor stand? Also jetzt kommen die ersten Gäste, oder was? Orlov for debrief, Master. Hey, what's with this dull-looking goblin? Nix. Half-goblin? Who is this brute? He is the dungeon swordmaster and guard commander. So, are you back from the retaliatory raid? Affirmative. We made it to target location, the so-called Temple of Wismal. Enemy ambush fighting. 100% loss rate on our side. Debrief over. 100% los. 100% haben wir alles verloren. What? You turkeys! I was injured 6 times myself. We were expected. I am the guard commander, not a marauder. This requires specific operational preparation. Clearly. This doesn't speak highly about your abilities. Who asked you, you withered piece of lettuce? Silence, you two! Revax is our new steward. As for you, Orloff, maybe I should get a new swordmaster. Certainly, sir. But I'll complain to the Guild of Mercenaries and Dungeon Guards. This wasn't in my job description. Cursed be the bowels of the great Talifern! I'm so sick of these union demands! Beat it, both of you! I'm going back to my research. I think we'd better try to collaborate. In our mutual interest, Sword Master. Yeah, affirmative. For now, you little... yes, steward. Da oben doch hier, ja. TripAdvisor. Ja, Tatsache. Wir haben 2 von 1, 2, von 5 Würsten. Abwehr. Tatsache. This failed raid explains why this dungeon is so badly guarded. Anyone can just waltz in. If we want to get rid of adventurers, we should deal with slackers first. Affirmative. The downsizing caused by the incursion attempt on the Temple of Wismal is weighing on staff rotation. We must recruit new elite guards. Guards are expensive. I read in Dungeons and Despots that support roles should be outsourced as part of a atomized management of the company's processes. Don't you mean optimized, Master? Atomized. Atomisiert. Meinst du nicht? Optimiert? Statt atomisiert. You know nothing of modern dungeon management vocabulary. As for you, improve the guard, but with no superfluous expenses. We could hire a few interns. They shouldn't cost us much. We'd just have to think about feeding them from time to time. Affirmative. That's it for now. I'll bring them up to speed. Trust me on that. Attention. At ease. Ein Guard Room.
Wir brauchen einen Guard. Mal hier hin. Muss größer sein. Er muss mindestens so groß sein. Was braucht der? Noch Decorations. Statue? Warum? Nein. Hä? Das wollte ich nicht. Geht nicht, oder was? Ah, macht er dann halt so. Wie viel Geld haben wir denn? Ach, da unten jede Menge. Reward recruits and assign up to one human soldier at the start of a tented. Aber wir kriegen dann auch automatisch jetzt, okay. Place 4 Lockers. Ich habe nur. The first interns have arrived. Soldiers, attention! Line up in pairs in the front rank. I only want to see one head. I need a break. Always ready for work. Attention! At ease! Okay, wir haben also jetzt 4 Stück. Mhm. Intruders are exploring the dungeon. Yes? Ist gestorben. Ah, jetzt kommt der Alarm. War also alles so gewollt, dass die sterben. I'm curious to see how he goes about training them. Ideally, we should find a pile of dirt and make them dig a hole to bury him. But that's absurd. Negative. This is training through blind obedience. To think is to disobey. Come on the double, rookies. Up, two, up, two, up, two. Der Koch, was ist mit ihm los? Will der schlafen oder was? Oder will er sich beschweren? Er streikt. Relax. Why are my minions so agitated? I can't focus in such a ruckus. One of the servants is on strike, Master. He's protesting against his working conditions. I could send the guards to slaughter this slacker. Civilians are so entitled. I'm not sure that's the best approach for retaining competent staff, Master. We must listen to his demands and fulfill them, if they're legitimate. I don't care about the specifics. I just need this rocket silenced. Deal with it, or you'll get the whip. Incidentally, there's an article in Dungeons and Despots about the psychological torture of middle management minions. Okay, select the minion on strike. Okay, select. Ja.
Möchte nicht rausschmeißen. Dismiss the minion on strike. Wollen wir aber machen. Out with the striker. It'll make an example of him. Still, I should try to make sure it doesn't happen again. It's done, Master. Everything is back. Ja, wir haben keinen Koch mehr. The strike is over. About time. Let's move on. I've just been informed that the Temple of Wismo has increased its reputation, while we've been sitting on our haunches whistling nursery rhymes. We should limit the risk of strikes. The dungeon won't be able to repel adventurers with disgruntled minions. Affirmative. To smash those little snoopers, you need motivated, and therefore well-fed, guards. These matters are unworthy of a high-level wizard. They're better suited for interns. Of course. Bisschen mehr spielen, bisschen weniger reden. See what I can come up with. Mir ist zu viel hier unten immer die Dialoge wegklicken. It's also necessary to adapt the food to each species. If we serve elfish fare to goblins, they'll start eating the elves too. Bild, also okay, wir bauen noch ein Gebäude, aber danach ist Schluss hier. Jetzt können wir einen Koch einstellen. Wer kommt da oder was? Neuer Koch, der nicht streikt. Also ich finde es vielleicht klein bisschen die Rede, aber das ist eventuell nur zu Anfang so. In diesem Tutorial oder in dieser Demo. Das heißt, man im normalen Spiel ein bisschen freiere Hand hat dann. Oder vielleicht gibt es auch einen Sandbox-Modus oder so. So, wir haben einen neuen Koch. You're looking for a cook? Well, yes, but I just hired one. An orc cook. It's the best I could afford. Are you qualified? I sure am. I've been a cook, a barber, adventurer, surgeon, executioner, and embalmer. I can peel and bone like nobody's business. Mel Boots, here to serve you, with a preference for ale. Anyway, do you have someone for your tavern? Well, actually, we don't. It is true we could use a good tavern keeper, but my budget's a bit tight. I'll skim my pay off the take. Come on, you won't regret it. I'll turn it into a first-class boozing den. All of Fang will come here to get hammered. Just gotta keep the dishes real salty. Hi, glaube ich, schön, dass du reinschaust. Du hast 296 Cox in Dings. Ja, Zelda bin ich gerade so ein bisschen gelangweilt gewesen. Aber ich werde es weiterspielen. Ja. Gotcha. Relocating towards the bar. March. Hop two. Hop two. Select an orc minion to information. Likes meat. Mhm, okay. Place one carving board in the kitchen. Was soll ich machen? Ah. Master, we have significantly improved the minions' living conditions. And for cheap, too. Was wegen Final Fantasy 16 abgebrochen? Aber du bist ja eh schon durch, ne? Ja, okay, dann ist okay. Dann hast du ja Zeit für das andere. Master to improve the minions' living conditions. Cheap, plunk, hard
sausage that'll dry out your gullet. What? Who is this individual? It's, Mel, the new tavern keeper. I'll explain. My patience is running thin. We spend too much on nonsense here, and our reputation is stagnating. Okay, also ist der jetzt... Ah, der steht ja automatisch jetzt, oder was? In der Bar. Okay, ich mache jetzt einen Cut, weil ich eher müde bin. Und wir jetzt einiges gesehen haben von dem Spiel. Ich finde es echt gut. Ein bisschen viel Gelaber, aber ich denke, das ist diesem Tutorial oder dieser Demo geschuldet. Ansonsten macht es echt Spaß. Es wird wieder in die Richtung Dungeon Keeper, das finde ich ganz gut. Und bringt seine eigene kleine Note mit rein. Das behalte ich auf jeden Fall auf dem Schirm, weil mir hat es grafisch gut gefallen, auch vom Interface. Das macht schon einen runden Eindruck hier, dieses Spiel. Wir haben ein paar Demos angespielt. Ich bin ehrlich, da war ein bisschen viel Müll dabei. Aber das Beste kam meines Erachtens zum Schluss. Ich habe noch ein paar, wenn ich die noch spielen darf, vielleicht, ob ich Montag dazu komme, wenn es nicht so warm ist. Sonntag glaube ich nicht, wenn die Sonntagspiraten da waren. Das weiß ich noch nicht. Und morgen bin ich unterwegs. Dem warmen Wetter geschuldet halt leider. Diese Woche konnte ich in meiner Dachgeschosswohnung im PC-Zimmer, selbst wenn nur ein PC an war. Es hat es ununterbrochen heiß gemacht, diesen Raum, weil es viel zu warm war. Und der zweite wäre auch nicht möglich gewesen. Die Scheinwerfer erst recht nicht. Da war gerade nur ein bisschen Overwatch drin. Macht aber auch nichts. Ne? So ist es nun mal. Und ich denke, mal ein bisschen was gesehen, ein bisschen was rausgepickt. Und hier ist der Schluss an dieser Stelle. Und zwar für den Livestream, wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist FitzFuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.